Stell dir mal folgende Situation vor. Du stehst an der Kasse, sagen wir mal in einem Supermarkt in Berlin. Mhm. Du hast wochenlang wirklich Vokabeln gepaukt, Karteikarten geschrieben, diese ganzen Grammatikübungen im Lehrbuch fehlerfrei ausgefüllt. Du fühlst dich also eigentlich total vorbereitet. Man ist quasi bereit für die echte Welt. Genau. Und dann scannt die Kassiererin deine Hafermilch, schaut dich kurz an und murmelt so ganz nebenbei eine völlig banale Frage. Und plötzlich, also wirklich von einer Sekunde auf die andere, herrscht in deinem Kopf absolute, gähnende Leere. Ja, der absolute Klassiker. Der Puls rast. Du spürst förmlich diese ungeduldigen Blicke der Leute hinter dir in der Schlange und du stammelst dann nur noch so ein leises Bitte und willst eigentlich am liebsten direkt im Boden versinken. Das ist diese vollkommene kognitive Schockstarre. Das Gehirn schaltet einfach direkt in den Überlebensmodus und alle Vokabeln, die du dir so mühsam drauf geschafft hast, sind einfach wie weggewischt. Und genau da wollen wir heute in unserem Deep Dive reinspringen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Tiefenanalyse. Wir schauen uns heute mal an, warum uns speziell die deutsche Sprache so dermaßen aus der Fassung bringen kann. Absolut, wir nehmen heute quasi die Mechanik hinter dieser Blockade komplett auseinander. Richtig, wir wollen klären, warum der Kopf gerade am Anfang so raucht und vor allem, und das ist ja das Wichtigste heute, wie du mit cleveren Methoden deinen Alltag stressfrei als Trainingslager nutzen kannst, anstatt dich da von irgendwelchen Grammatikregeln terrorisieren zu lassen. Ja, weil wenn wir ehrlich sind, ganz am Anfang prasselt ja wirklich alles gleichzeitig auf einen ein, oder? Total. Neue Laute, völlig fremde Wörter und dann noch dieses Regelwerk, das gefühlt irgendwie nur aus Ausnahmen besteht. Ja, genau, das ist der Punkt. In dieser ganz frühen Phase der Sprachaneignung arbeitet das Gehirn ja auf absoluten Hochtouren. Das ist wirklich am Rande der Überlastung. Also purer Stress fürs Gehirn. Exakt. Weißt du, für einen Muttersprachler ist ein Satz wie „Ich gehe heute mit meiner Freundin einkaufen" ja ein einziger fließender Gedanke. Da läuft alles komplett auf Autopilot. Genau. Da sind die neuronalen Bahnen seit der Kindheit schon so tief eingefahren, dass man dafür null bewusste Energie mehr braucht. Aber für den Lernenden, naja, für den ist das eben kein fließender Strom, sondern eher so ein kognitiver Hindernislauf im Dunkeln. Wie meinst du das genau? Man muss bei jedem einzelnen Wort gedanklich quasi anhalten und überlegen, was bedeutet gehe? Warum steht dieses heute jetzt genau an dieser Stelle im Satz und warum um Himmels Willen heißt es mit meiner und nicht mit meine? Ah, verstehe. Jeder kleine Baustein fordert da immense Rechenleistung. Richtig, das ist aktive, anstrengende Arbeit fürs Gehirn. Und dann taucht in diesem Hindernislauf ja auch direkt der größte Endgegner überhaupt auf, die deutschen Artikel. Oh ja, das Lieblingsthema aller Deutschlernenden. Ich meine, warum zum Teufel heißt es der Tisch, die Tür und das Fenster? Das treibt die Leute doch reihenweise in den Wahnsinn. Man hat irgendwie das Gefühl, man müsste jedes einzelne Objekt im Universum komplett neu kategorisieren. Das ist auch wirklich frustrierend am Anfang. Viele versuchen dann verzweifelt, da irgendwie ein universelles, logisches Muster zu finden, das sie dann einfach auf alles anwenden können. Gibt es da eins? Nein, leider nicht. Wenn man sich die Forschung zur Sprachaneignung ansieht, ist das reine Zeitverschwendung. Die Lernstrategie muss an dieser Stelle einfach fundamental anders aussehen. Okay, was heißt das konkret? Der Fehler passiert meistens dann, wenn man versucht, das isolierte Wort zu lernen und den Artikel dann nur so als lästiges, separates Anhängsel betrachtet. Ah, also wenn ich mir jetzt Karteikarten schreibe, darf dann nicht einfach nur riesengroß Tisch oder Auto draufstehen? Ganz genau. Das Gehirn muss den Artikel als untrennbaren physischen Teil des Wortes abspeichern. Es ist nicht einfach Auto, es ist das Auto. Man koppelt das Geschlecht also direkt an die Vokabel, als wäre es ein einziges langes Wort. Exakt. Wenn du diese Verknüpfung von Anfang an herstellst, umgehst du später diese quälende Denkpause mitten im Satz. Du musst dann nicht verzweifelt überlegen, ob das Haus jetzt männlich, weiblich oder sächlich ist. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen ans Lego-Spielen. Wir haben im Deutschen ja auch noch diese endlos langen, gefürchteten Wörter. Oh ja, die berühmten Bandwurmwörter. Ja,
Ein Anfänger sieht so ein Wort wie Sprachkurs oder Krankenwagen und erstarrt förmlich, weil das wie so ein undurchdringlicher, massiver Block aussieht. Das schüchtert total ein. Das sieht auf den ersten Blick aus wie eine unüberwindbare Mauer, ja. Aber wenn man mal genauer hinschaut, sind das ja eigentlich nur ganz simple Steine, die einfach aneinander gesteckt wurden. Also Kranken plus Wagen. Wie bei Lego eben. Das ist eine super Analogie. Die deutsche Sprache ist extrem modular aufgebaut. Sobald man dieses System der zusammengesetzten Nomen einmal durchschaut hat, verliert diese optische Überlänge völlig ihren Schrecken. Man sieht dann quasi nur noch die Einzelteile. Genau. Man fängt an, die Nahtstellen zwischen den Wörtern zu sehen. Und dann kann man selbst die allerlängsten Konstruktionen problemlos in ihre verständlichen kleinen Einzelteile zerlegen. Okay, das leuchtet ein. Aber warte mal kurz. Wenn ich mir jetzt die restliche Grammatik ansehe, also Nominativ, Akkusativ, Dativ, diese unzähligen Adjektivendungen, Da wird es komplex. und dann noch diese völlig verrückte Regel, dass das Verb bei bestimmten Sätzen komplett ans Ende rutscht. So nach dem Motto, ich weiß nicht, ob sie morgen arbeitet. Ja, Nebensätze. Ein Traum. Muss ich denn wirklich erst diese gesamte komplexe Matrix auswendig lernen und im Kopf berechnen können, bevor ich in einem Berliner Café auch nur den Versuch unternehmen kann, einen simplen Cappuccino zu bestellen? Definitiv nicht. Also wirklich, ganz klares Nein. Der Versuch, das gesamte grammatikalische Regelwerk im Vorfeld zu meistern, ist der direkteste Weg in die absolute Frustration. Okay, das beruhigt mich schon mal. Aber wie geht man es dann an? Unser Gehirn ist eine faszinierende Mustererkennungsmaschine. Aber eben nur, vorausgesetzt, es wird diesen Mustern auch oft genug und vor allem ohne Druck ausgesetzt. Schritt für Schritt also. Genau. Das Prinzip der schrittweisen Annäherung ist hier zentral. Nehmen wir mal dein Beispiel mit dem Verb am Ende des Satzes. Das wirkt für Sprecher von anderen Sprachen ja völlig unnatürlich. Total. Anfangs fühlt sich das unfassbar fremd an. Du hörst dem anderen zu, wartest auf die eigentliche Handlung und die Spannung steigt immer weiter an. Es ist wirklich wie in einem Thriller. Man erfährt erst in der allerletzten Sekunde, wer eigentlich der Täter ist. Man hängt der anderen Person förmlich an den Lippen, weil der Sinn des Satzes bis ganz zum Schluss komplett in der Schwebe bleibt. Haha, ja, ein grammatikalischer Thriller, genau. Aber weißt du, je öfter das Gehirn genau dieser spezifischen Struktur begegnet, desto mehr legt es dafür neue neuronale Autobahnen an. Es wird also irgendwann normal. Exakt. Du musst diese Regel irgendwann nicht mehr in jedem Moment aktiv abrufen oder dir die theoretische Begründung ins Gedächtnis rufen. Das berühmte Sprachgefühl übernimmt dann einfach die Arbeit. Das geht dann in Fleisch und Blut über. Richtig. Es wird zu einem ganz automatischen Rhythmus. Man spürt dann regelrecht, wenn in einem Satz etwas an der falschen Stelle steht, ohne dass man grammatikalisch erklären könnte, warum das jetzt so ist. Okay, fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben die Theorie verstanden, wir haben die Legosteine im Kopf und wir haben die Grammatikregeln im Kursbuch durchgearbeitet. Im Klassenzimmer klappt das alles wunderbar. Weil es eine kontrollierte Umgebung ist, ja? Genau. Und trotzdem passiert dann draußen in der echten Welt genau das, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Man steht im Supermarkt oder beim Bäcker, jemand fragt etwas völlig harmloses und das System stürzt einfach ab. Der gefürchtete Error 404 im Kopf. Warum versagen wir im Alltag so grandios, obwohl wir auf dem Papier eigentlich echt gute Schüler sind? Weil wir hier einen brutalen Zusammenprall haben. Einen Zusammenprall von dieser sterilen, sicheren Lernumgebung und der chaotischen Realität da draußen. Was ist der größte Unterschied? Naja, im Deutschkurs spricht der Lehrer schön langsam, er artikuliert jeden Vokal überdeutlich und verwendet ein ganz sauberes Standarddeutsch. Das ist quasi wie im Labor. Und in der Bäckerei? In der Bäckerei triffst du auf Menschen, die in Eile sind. Die verschlucken Endungen, die nutzen irgendwelche lokalen Dialekte, murmeln vielleicht in ihren Bart oder verwenden umgangssprachliche Abkürzungen. Aus dem Lehrbuchhaften haben Sie noch einen Wunsch, wird dann ein extrem schnelles sonst noch was? Genau. Sonst noch was, das findest du in keinem Lehrbuch. Und das überfordert das Gehirn massiv. Für mich verhält sich das im Grunde exakt wie beim Fahrradfahren. Wenn du jemanden dabei zusiehst, wie er Fahrrad fährt, verstehst du die Mechanik ja sofort. Man tritt in die Pedale, man lenkt. Sieht total easy aus. Richtig.
Das ist dieses passive Verstehen. Es sieht flüssig aus. Aber wenn du dich dann selbst auf den Sattel schwingst und das allererste Mal selbst in die Pedale treten sollst, verlierst du unweigerlich das Gleichgewicht und kippst um. Ein sehr treffendes Bild. Passives Erkennen und aktives Abrufen sind nämlich zwei völlig verschiedene Prozesse. Was passiert dann neurobiologisch? Da passiert etwas grundlegend anderes. Wenn du ein Wort hörst, brauchst du eigentlich nur ein paar akustische Fragmente und den Kontext der Situation, um es in deinem passiven Wortschatz zu identifizieren. Man rät quasi ein bisschen mit. Genau, das Gehirn füllt die Lücken automatisch auf. Und das dauert nur Millisekunden. Wenn du aber selbst antworten willst, sieht diese Kette komplett anders aus. Lass mich raten, es wird kompliziert. Sehr. Du musst das abstrakte Konzept formen, in deinem Gedächtnis nach der exakten deutschen Vokabel suchen, sie dann mit dem korrekten Artikel ausstatten, die richtige grammatikalische Form für diesen spezifischen Satz bilden und ganz am Schluss auch noch die motorische Bewegung von Zunge und Lippen koordinieren. Wow. Das ist wirklich ein massiver logistischer Aufwand. Absolut. Und das unter Zeitdruck, an der Kasse. Und was diesen ohnehin schon komplexen Prozess dann oft komplett zum Erliegen bringt, ist ja die Psychologie, oder? Die spielt eine riesige Rolle, ja. Diese furchtbare innere Stimme, die einem sagt, oh Gott, was denkt die Person hinter mir in der Schlange? Mein Deutsch klingt bestimmt wie von einem Kleinkind. Diese Angst vor Fehlern ist extrem lähmend. Aber wenn uns diese Angst so sehr blockiert, wie kriegen wir dann die Stützräder vom Fahrrad ab? Man kann ja nicht einfach per Knopfdruck beschließen, ab sofort mutig und furchtlos zu sein. Nein, das klappt natürlich nicht. Man muss den sozialen Druck aus der Gleichung nehmen, indem man den kritischen Zuhörer vorübergehend einfach entfernt. Wie mache ich das? Eine extrem pragmatische und wirkungsvolle Strategie ist die tägliche 5 Minuten Selbstgesprächsroutine. Okay, Selbstgespräche. Wirklich. Ja, wirklich. Sprich jeden Tag 5 Minuten laut mit dir selbst, wenn du ganz alleine im Raum oder meinetwegen im Auto bist. Heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden, dann habe ich Kaffee gekocht. Danach bin ich zur Arbeit gefahren. Das klingt simpel. Ist es auch, aber das zwingt deine neuronalen Bahnen, dieses komplexe, aktive Abrufen zu trainieren. Und zwar ganz ohne diese soziale Angst, irgendwie bewertet, unterbrochen oder ausgelacht zu werden. Es ist im Grunde ein sicheres Trockentraining für den Ernstfall. Ganz genau. Und um diese generelle Angst vor dem Sprechen abzubauen, hilft es auch ungemein, sich mal anzuschauen, wie Kinder eigentlich lernen. Das stimmt, die haben ja keine Angst vor Fehlern. 0. Ein Kind lernt seine Muttersprache ausschließlich, indem es mutig drauf losredet, pausenlos Fehler macht, korrigiert wird, wieder zuhört und sich dann anpasst. Da gibt es einfach überhaupt keine Scham. Keine Spur davon. Es probiert einfach aus, bis die Kommunikation funktioniert und es das bekommt, was es will, sei es der Keks oder das Spielzeug. Was heißt das jetzt ganz konkret für deinen Alltag, wenn du zuhörst? Überleg mal für dich selbst. Wo blockierst du eigentlich mehr? Ist es beim rasend schnellen Verstehen in echten Situationen, wenn die Leute Dialekt sprechen? Oder ist es dann, wenn du selbst ganz schnell eine Antwort formulieren musst? Genau. Wir müssen uns dringend von dem Gedanken verabschieden, dass am Anfang alles perfekt sein muss. Perfektion ist in dieser frühen Phase einfach eine totale Illusion, die einem nur im Weg steht. Da bin ich voll und ganz bei dir. Aber da die echte Welt nun mal so unstrukturiert und schnell ist, brauchen wir ja irgendwie eine Art Brücke. Einen sanften Übergang zwischen diesem behüteten Kursbuch und der rauen Realität da draußen. Und genau da kommt ein Konzept ins Spiel, das es den Lernprozess wirklich komplett verändern kann. Die Nutzung von einem sogenannten Leicht-Podcast. Ah, okay. Erklär uns das mal genauer. Die goldene Regel dabei befreit extrem viele Lernende sofort von ihrem lähmenden Perfektionismus. Und die Regel lautet, du musst nicht jedes einzelne Wort verstehen. Das ist leichter gesagt als getan, oder? Ja, weil die größte Falle, in die man tappen kann, dieses mentale Hängenbleiben ist. Jemand hört einen Satz und ein einziges Wort in der Mitte ist ihm unbekannt. Und was macht das Gehirn? Das Gehirn fixiert sich sofort darauf wie ein Laser. Es fängt an zu rotieren und blättert panisch im inneren Wörterbuch,
Und während man noch über dieses eine blöre Wort grübelt, Hat der Gesprächspartner oder eben der Podcast-Host schon 3 weitere Sätze gesagt und man ist komplett ausgestiegen. exakt, man hat den Faden dann völlig verloren. Es geht also anfangs ausschließlich um die globale Idee. Richtig? Worüber sprechen die Leute da gerade? Geht es um den Job, um einen Urlaub, um Essen? Wenn du nur die grobe Richtung der Konversation erfassen kannst, ist das schon ein riesiger Erfolg. Und genau dafür ist ein Leicht-Podcast dann das ideale Werkzeug. Absolut, das ist ja ein Format, das sprachlich bewusst etwas vereinfacht ist. Da wird etwas langsamer gesprochen, die Sätze sind kürzer gebaut und du verstehst von vornherein vielleicht schon so 70-80% des Inhalts. Aber ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Gerne. Wenn ich beim Kochen, beim Abwaschen oder meinetwegen beim Spazierengehen so einen leichten Podcast höre und eigentlich mit den Gedanken noch halb beim Zwiebelschneiden bin, bringt das dann überhaupt irgendwas? Warum zweifelst du daran? Naja, lernen wir nicht eigentlich nur dann, wenn es so richtig anstrengend ist? Wenn wir hochkonzentriert am Schreibtisch sitzen und Vokabelhefte vollschreiben? Dieses Podcast hören nebenbei, das fühlt sich fast zu passiv und zu einfach an, um wirklich einen spürbaren Effekt zu haben. Das ist ein sehr klassischer Irrtum. Und der ist tief in unserem schulischen Verständnis von Bildung verwurzelt. Wir denken immer, Lernen muss wehtun. Genau das meine ich. Aber es geht bei dieser Art des Hörens überhaupt nicht um die analytische Dekonstruktion der Grammatik. Es geht um pure Immersion. Ein Sprachbad quasi. Ein Sprachbad, genau. Während du deine Zwiebeln schneidest, gewöhnt sich dein Unterbewusstsein an die Sprachmelodie, an den Rhythmus, an die ganz typischen Betonungen des Deutschen. Man saugt das einfach auf. Du saugst die Architektur der Sprache passiv auf, und zwar ganz ohne Anstrengung. Das ultimative Ziel dieser Methode ist es nämlich, den lästigen Übersetzungsprozess im Kopf irgendwann komplett auszuschalten. Das heißt, wenn ich in dem Podcast das Wort Apfel höre, soll mein Gehirn irgendwann nicht mehr den Umweg über das englische Wort Apple oder eben meine jeweilige Muttersprache nehmen. Genau, du sollst sofort das Bild der roten Frucht vor deinem inneren Auge sehen. Die Bedeutung wird direkt mit dem Klang verknüpft, ohne diesen anstrengenden Umweg über das Übersetzen. Und wie erreiche ich das am besten? Das erreicht man nur durch ständige, stressfreie Wiederholung und vor allem durch Kontext. Deswegen ist es auch um ein Vielfaches effektiver, Vokabeln nach Themengebieten zu lernen. Anstatt einfach eine zufällige Liste aus dem Wörterbuch von A bis Z auswendig zu lernen. Richtig, das bringt überhaupt nichts. Wenn du aber heute 5 Wörter zum Thema Wohnung lernst, sagen wir mal Miete, Zimmer, Küche, Bad und damit simple Sätze formst, dann webt dein Gehirn ein semantisches Netz. Die Wörter stützen sich also gegenseitig im Gedächtnis. Ganz genau so funktioniert das. Okay, aber wir müssen ja unbedingt auch über das leidige Thema Vergessen sprechen. Es gibt so viele Menschen, die völlig frustriert aufgeben, weil sie an einem Tag 10 Vokabeln gepaukt haben und am nächsten Tag sind 8 davon einfach wieder weg. Das kenne ich gut. Man fühlt sich dann, als hätte man echt ein Sieb im Kopf. Da kann ich jeden beruhigen, das ist kein persönliches Versagen. Und das ist auch ganz sicher kein Zeichen von mangelnder Intelligenz. Das ist pure Biologie. Wieso das? Unser Gehirn ist von Natur aus darauf programmiert, Informationen, die es nicht für unmittelbar relevant hält, einfach rücksichtslos zu löschen, um Energie zu sparen. Okay, der Trick ist also dem Gehirn klarzumachen, hey, diese Information brauche ich noch, die ist wichtig für mich. Genau. Und das geht vermutlich am einfachsten, indem man denselben leichten Podcast einfach ein zweites Mal hört, oder? Das ist ein hervorragender Ansatz. Beim ersten Mal verstehst du vielleicht 70%, beim zweiten Durchlauf am nächsten Tag sind es dann plötzlich 85%. Weil der grobe Kontext schon etabliert ist. Exakt. Dein Gehirn hat jetzt Kapazitäten frei, um auf die feinen Details und die noch unbekannten Wörter zu achten. Und man kann diese Mikrodosen übrigens noch viel weiter in den Alltag integrieren. Hast du da ein Beispiel? Ja, ganz simpel, indem man die Sprache des eigenen Smartphones einfach mal auf Deutsch umstellt. Oh, das ist ein fieser Trick. Aber ein extrem effektiver Hebel. Das zwingt dich nämlich, jeden Tag in der Sprache zu navigieren. Stimmt. Du liest auf einmal jeden Tag Begriffe wie Einstellungen, Speichern, Löschen oder Teilen. Und der Clou ist, du drückst auf Löschen und siehst direkt die Konsequenz auf dem Bildschirm.
Du lernst durch Handlung, durch echten Kontext und nicht durch irgendein abstraktes Pauken. Und diese winzigen Berührungspunkte summieren sich dann über Wochen zu einer gewaltigen Menge an Sprachpraxis. Absolut. So, stellen wir uns vor, du hast dein Handy auf Deutsch umgestellt, du hast deinen leichten Podcast beim Spazierengehen auf den Ohren und du führst tapfer deine Selbstgespräche unter der Dusche. Ein sehr fleißiger Schüler. Heimlich Frustrierendes. Oh ja. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Man wacht auf und hat auf einmal das Gefühl, man ist nicht nur auf der Stelle stehen geblieben, sondern das Deutsch wird plötzlich wieder drastisch schlechter. Das ist das berüchtigte Plateau. Genau. Das ist der kritische Moment, an dem die meisten Menschen leider das Handtuch werfen, weil sie denken, sie hätten ihre persönliche Leistungsgrenze erreicht. Ich sehe da immer die direkte Parallele zum Fitnessstudio. Inwiefern? Naja, wenn jemand völlig untrainiert, aber dafür hochmotiviert am Sonntag 5 Stunden am Stück ganz schwere Gewichte hebt, dann hat er am Montag einen solchen Muskelkater, dass er das Studio wochenlang nicht mehr betritt. Das stimmt. Wer aber jeden Tag ganz unspektakulär 30 Minuten trainiert, der baut langfristig echte, nachhaltige Muskulatur auf, ganz ohne auszubrennen. Die Ausdauer schlägt die Intensität jedes einzelne Mal. Ein Rhythmus von täglich 30 Minuten, vielleicht aufgeteilt in 10 Minuten einen leichten Podcast hören, 10 Minuten Vokabeln im Kontext üben und 10 Minuten laute Selbstgespräche. Das ist unendlich viel mächtiger als so ein 5-stündiger, anstrengender Gewaltmarsch am Wochenende. Und man kann diese mentalen Mini-Workouts ja sogar direkt an der Supermarktkasse machen, um wieder zum Anfang zurückzukommen. Wie würdest du das machen? Wenn man da steht und wartet, kann man einfach innerlich auf Deutsch kommentieren, was gerade passiert. Ich brauche Brot. Die Schlange ist echt lang heute. Wo sind eigentlich die Eier? Sehr gut. Das formt tief im Inneren diese gedankliche Gewohnheit, die Sprache als ganz natürliches Werkzeug zu nutzen. Aber erklär mir noch mal genauer dieses trügerische Plateaugefühl. Das treibt viele echt in die Verzweiflung. Warum zur Hölle fühlt es sich nach Monaten des Lernens an, als würde man plötzlich alles wieder verlernen? Das ist wirklich eine der faszinierendsten psychologischen Dynamiken beim Sprachenlernen überhaupt. Die Wahrheit ist nämlich, du fühlst dich schlechter, weil du in Wirklichkeit besser geworden bist. Das klingt auf den ersten Blick wie ein völliger Widerspruch. Lass es mich mal auflösen. Ganz am Anfang deiner Lernreise warst du extrem euphorisch, wenn du einfach nur Hallo und ein Bier bitte so halbwegs richtig ausgesprochen hast. Da hat man sich wie ein König gefühlt, ja? Genau, du hattest noch gar kein Gehör für die feinen Nuancen der Sprache. Aber jetzt, nach Monaten des täglichen Inputs, weißt du unglaublich viel mehr über die Satzstrukturen, über die verschiedenen Fälle und diese ganzen kleinen Ausnahmen. Mein Gehör hat sich also massiv geschärft. Exakt. Und was ist das Resultat? Du hörst jetzt plötzlich deine eigenen Fehler, wenn du sprichst. Fehler, die dir vor 3 Monaten noch völlig egal oder gar nicht erst aufgefallen wären. Oh, wow, das ist ja wie bei einem Musiker. Jemand, der gerade erst anfängt, Gitarre zu spielen, der schrubbt einfach wild die Akkorde und freut sich total, dass es überhaupt Töne macht. Ganz genau. Und erst nach Jahren der intensiven Schulung des eigenen Gehörs fällt ihm auf, dass die G-Seite minimal verstimmt ist und es schief klingt. Für den Anfänger klang vorher alles einfach nur nach toller Musik. Das ist ein perfektes Beispiel. Das Bewusstsein für die eigenen Fehler ist absolut kein Beweis für einen Rückschritt. Es ist der ultimative Beweis für deinen kognitiven Fortschritt. Dein Radar ist einfach sehr, sehr viel feiner geworden. Das macht total Sinn. Und genau in dieser sensiblen Phase ist es absolut tödlich, wenn man anfängt, sich mit anderen zu vergleichen. Oh ja, diese ständige Frage. Warum lernt mein Kollege so viel schneller? Warum klingt sein Deutsch so viel natürlicher als meins? Diese Vergleiche zerstören wirklich jede Motivation. Du kennst doch die Vorbedingungen der anderen Person überhaupt nicht. Vielleicht spricht sie abends viel mehr mit Einheimischen. Vielleicht schaut sie ununterbrochen deutsche Serien. Oder vielleicht hat ihre Muttersprache einfach grammatikalische Ähnlichkeiten zum Deutschen. Man sieht immer nur das Endergebnis. Genau. Der einzige Maßstab, der für dich zählen darf, bist du selbst. Vergleiche dein heutiges Sprachniveau ausschließlich mit dem Niveau, das du selbst vor 6 Monaten hattest. Ich verspreche dir, die Fortschritte, die du dann siehst, werden enorm sein. Das nimmt unheimlich viel Druck aus der ganzen Sache.
das soll's auch. Und wenn wir schon beim Thema Druck sind, wir müssen dringend klären, was dieses magische Wort fließend eigentlich bedeutet. Gefühlt streben ja alle nach diesem ominösen Zustand, endlich fließend zu sein. Ein sehr dehnbarer Begriff. Ja, und viele denken, das bedeutet, wie so ein fehlerfreier wandelnder Duden durch die Straßen zu laufen und nie wieder in seinem Leben den falschen Artikel zu verwenden. Das ist ein extrem toxischer und realitätsferner Irrtum. Schauen wir uns doch mal die Realität auf der Straße an. Selbst Muttersprachler kennen nicht den gesamten Wortschatz ihrer eigenen Sprache. Das stimmt allerdings. Sie machen ständig grammatikalische Fehler, wenn sie schnell sprechen. Sie fangen Sätze dreimal neu an, verhaspeln sich und suchen händeringend nach Worten. Wir haben in dieser Unterhaltung bestimmt auch schon Fehler gemacht. Ganz sicher. Fließend zu sprechen bedeutet schlichtweg nicht Perfektion. Fließend zu sein bedeutet einzig und allein die Fähigkeit, Bedeutung zu vermitteln. Das heißt, Hauptsache die Message kommt an. Genau. Kannst du dem Arzt erklären, wo es weh tut? Kannst du eine Unterhaltung mit einem Nachbarn am Laufen halten, selbst wenn du dabei dreimal der statt das sagst? Wenn du die Botschaft erfolgreich rüberbringen kannst, dann bist du fließend. Punkt. Es geht also rein um die Kommunikation. Und nicht darum, irgendeine akademische Grammatik-Olympiade zu gewinnen. Besser hätte ich es nicht sagen können. Wer diesen simplen täglichen 30-Minuten-Plan konsequent durchzieht, also ein bisschen hören, ein bisschen sprechen, ein bisschen lesen, der baut sich über ein Jahr hinweg einen gigantischen Erfahrungsschatz auf. Ja, Deutsch ist schwer. Die Artikel wirken unlogisch, die Grammatik ist manchmal wie ein Labyrinth. Aber Millionen andere Menschen vor dir haben diesen Weg auch schon gemeistert. Es braucht dafür wirklich keine genetische Veranlagung zum Sprachgenie. Es braucht einfach nur Geduld und den regelmäßigen Kontakt mit der Sprache. Wenn wir all diese Mechanismen und diese psychologischen Konzepte jetzt mal zusammenfassen, dann kristallisiert sich für mich eine zentrale Kernaussage heraus. Eine, die du dir wirklich merken solltest. Welche ist das für dich? Du musst nicht perfekt Deutsch sprechen. Du musst Deutsch einfach nur benutzen. Das ist im Grunde die offizielle Erlaubnis an dich selbst, Fehler zu machen. Absolut. Es ist die Aufforderung, auch mal mitten im Satz stecken zu bleiben, nach dem richtigen Wort zu suchen, notfalls mit Händen und Füßen zu gestikulieren und einfach dran zu bleiben. Bis irgendwann dieser magische Moment kommt, an dem du einem Gespräch an der Bushaltestelle lauschst und völlig unvorbereitet feststellst, Wahnsinn, ich verstehe plötzlich, worum es da geht. Das ist der schönste Moment überhaupt. Und um diesen Gedanken zum Abschluss noch ein klein wenig tiefer greifen zu lassen, lass uns noch einmal ganz kurz auf das Bild des lernenden Kindes schauen, das wir vorhin hatten. Gerne. Wir haben ja festgestellt, dass Kinder eine Sprache erobern, indem sie mutig und lautstark brabbeln, ständig korrigiert werden und sich nicht im geringsten dafür schämen. Ja. Überleg mal ganz ehrlich für dich, ab welchem Alter haben wir Erwachsenen eigentlich beschlossen, dass wir ab Tag 1 fehlerfrei und in allem perfekt sein müssen? Das ist eine gute Frage. Unser Ego, unsere ständige Angst davor, inkompetent zu wirken oder unser soziales Ansehen zu verlieren, das ist oft die größte Hürde überhaupt. Wir wollen vor anderen immer direkt als der absolute Experte auftreten. Und wenn wir das nicht können, sagen wir lieber gar nichts und schweigen. Aber was würde passieren, wenn wir diesen mentalen Schalter einfach mal umlegen? Wenn wir ab heute jeden grammatikalischen Ausrutscher, jedes falsche der, die, das und jeden Moment, in dem uns mal ein Wort fehlt, nicht mehr als peinliches Scheitern bewerten, Sondern? sondern einfach als eine kleine, wertvolle Quittung für unseren Mut. Den Mut, uns in einer fremden Sprache überhaupt verständlich machen zu wollen. Ein Fehler ist letztlich einfach nur der greifbare Beweis dafür, dass du gerade aktiv die Grenzen deiner Komfortzone erweitert hast. Ein fantastischer Gedanke. Ein Fehler ist ein Beweis für Mut. Nimm genau diese Idee heute mit in deinen Alltag. Wir wünschen dir wahnsinnig viel Erfolg beim täglichen Ausprobieren, egal ob du heute Abend beim Kochen einen leichten Podcast hörst, ob du morgen früh im Auto Selbstgespräche führst oder dich an der Supermarktkasse einfach mal traust, einen kurzen Satz zu sagen. Auch wenn der grammatikalisch krumm ist. Genau. Nutze einfach die allererste Gelegenheit, die sich dir bietet, um aktiv zu werden und die Sprache zu benutzen. Wir verabschieden uns für heute von unserem Deep Dive und sagen: Bis zum nächsten Mal.